Die Aufregung war förmlich greifbar in der kleinen Wohnung von Familie Weber. Kira, ihre geliebte Cane Corso Hündin, lag in ihrem Wurflager, ein unruhiges Bündel aus Decken und Kissen. Die Geburt hatte vor Stunden begonnen, und die Webers waren, wie so viele Hundeeltern, mit einer Mischung aus Sorge und Vorfreude erfüllt. Normalerweise, so hatten sie es gelesen und von Züchtern gehört, brachte eine Cane Corso Hündin 2, maximal 3 Welpen zur Welt. Die ersten beiden Welpen waren gesund und munter angekommen, und die Webers atmeten erleichtert auf. Doch dann ging es weiter und weiter und weiter. Ein Welpe nach dem anderen schlüpfte ins Leben, kleine, knubbelige Lebewesen, die hungrig und neugierig piepten. Die Tierärztin, die in der Not gerufen worden war, schüttelte ungläubig den Kopf. Sie hatte so etwas noch nie gesehen. Das ist unglaublich, murmelte sie, während sie einen weiteren Welpen abnabelte. Ich glaube, wir haben hier eine kleine Sensation. Die Nacht schritt voran, und mit jeder Stunde wuchs das Staunen der Webers. Die Welpen hörten nicht auf zu kommen. Irgendwann hörten sie auf zu zählen, nur um wenig später wieder zu beginnen. War das wirklich noch normal? Ihre Augen klebten an Kira, die unermüdlich, doch erschöpft, ihre Jungen säugte. Als der Morgen graute, die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster schlichen, war es still. Die Geburt war vorbei. Die Webers blickten sich an, erschöpft, aber voller Ehrfurcht. Sie zählten nach, und wieder, und wieder. 18. Unglaublich. Dann, bei genauerem Hinsehen, entdeckten sie ein kleines, schwaches Welpchen, das sich unter einer Decke versteckt hatte. 19. 19 kleine Cane Corso Welpen. Es war der 19. Januar, und es war der Geburtstag von Lukas, dem Familienvater. Er war ein bodenständiger Mann, der sich immer an Fakten und Logik orientierte. Doch in diesem Moment, als er auf diese 19 kleinen Wesen blickte, die alle in einer einzigen Nacht geboren worden waren, spürte er ein tiefes Gefühl der Demut. Es war, als hätte das Schicksal, oder etwas Höheres, ihm ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Die nächsten Tage waren ein einziger, großer Wirbelwind. Lukas nahm sich Urlaub, um bei der Welpenpflege zu helfen. Sie mussten in Schichten füttern, und das ständige Piepen und Quieken war allgegenwärtig. Die kleinen Racker wimmelten in der Wohnung herum, und es war unmöglich, nicht zu lachen, wenn sie auf ihren winzigen Beinchen versuchten, die Welt zu erkunden. Die Tierärztin hatte die Familie gewarnt, dass die ersten Wochen entscheidend seien. Sie hatte ihnen Ratschläge gegeben, wie man die Welpen am besten fütterte und pflegte. Die Webers folgten ihren Anweisungen peinlich genau, und mit jedem Tag, der verging, wuchsen die kleinen Cane Corsos heran. Sie waren hungrig, sie waren ungestüm, aber sie waren gesund. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.